Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Melli und heute backe ich mit euch ein Haferbrot, reines Sauerteigbrot. Auch dieses Rezept ist wie alle meine Rezepte glutenfrei und vegan, maisfrei, sojafrei und frei von raffiniertem Zucker. Wir benötigen für unser Brot natürlich einen Sauerteig. Das ist ein reiner Hafersauerteig, den habe ich mir selber zubereitet. Wie das geht, verlinke ich dir oben in der Infokarte. Da kannst du gerne schauen. Wir brauchen davon 200 Gramm. Das wiegen wir uns zunächst mal ab. Hier haben wir 200 Gramm von meinem Hafersauerteig drin. Ihr seht, das ist mein Glas. Da habe ich mir den selber angestellt. Das verlinke ich euch im Video. Schaut mal in der Infokarte oder auch auf meinem Kanal. Da habe ich ein ausführliches Video, wie du Sauerteig, auch mit Reis zum Beispiel, hier selber herstellen kannst. Also hierzu gießen wir jetzt einmal unsere Leinsamen, dann unsere Flohsamen, und zwar sind es Flohsamen ganz, nicht das Pulver. Und in unser Haferbrot geben wir auch ein paar Sonnenblumenkerne. Und das Ganze mischen wir jetzt mit unserer kompletten Menge an Wasser, die wir benötigen. Das ist ungefähr ein halber Liter. Das kommt jetzt drauf an, wenn du einen sehr flüssigen Sauerteig hast, eher ein bisschen weniger. Wenn dein Sauerteig sehr fest ist, eher ein bisschen mehr. Die ganze Masse müssen wir gut verrühren, dass es klumpenfrei wird. Und dann stellen wir das etwa eine halbe Stunde auf die Seite, bevor wir dann mit den Mehlen weitermachen. Wir haben jetzt eine halbe Stunde gewartet etwa, kann auch eine Stunde sein. Dann kommt jetzt das Mehl dazu. Das heißt, wir haben hier unsere große Schüssel, dann fügen wir das Hafermehl hinein, die Tapioca-Stärke und das Kartoffelmehl, sowie Salz. Wir vermischen das gut, wir mischen das einfach mit unserem Gel und kneten das so lange durch oder rühren es so lange durch, bis es eine homogene Masse geworden ist. Wenn der Teig gut durchgeknetet ist, befeuchten wir den etwas und decken ihn mit einem feuchten Tuch richtig gut zu. Und dann decken wir die ganze Schüssel nochmal mit einem Deckel ab, damit die Feuchtigkeit richtig schön innen drin bleibt. Das Ganze stellen wir jetzt etwa eine Stunde auf die Seite. Dann sieht es so aus. Wir nehmen jetzt so eine große Bräterform. Du kannst es auch in einer anderen Form backen. Wichtig ist nur, dass du die zudecken kannst nachher, damit es unter Dampf backt. Ich habe hier meinen großen Bräter ausgelegt mit Backpapier. Öle den etwas ein. Dann kommt das Brot nachher leichter aus der Form raus. So, und dann nehmen wir einfach unseren Teig. Legen ihn hier, ich forme das so ein bisschen zu einem runden Brotleib und legen ihn hier rein. Wir bepinseln unser Brot mit Wasser. Ich glätte jetzt noch ein bisschen die Oberfläche, dass es schöner aussieht. Und wenn du Wasser an den Händen hast und Wasser auf dem Brot, auf der Oberfläche, klebt es dann auch nicht mehr so. Und dann decke ich mein Brot wieder ab mit einem nassen Tuch, so rum, und decke es noch einmal mit meinem Deckel ab. Und so lasse ich das Brot bei 21, 22 Grad, je nachdem, knapp über 20 Grad, circa für 6 Stunden einfach bei mir hier in der Küche stehen. Wir backen das Brot im vorgeheizten Backofen im Heißluftprogramm bei 220 Grad mit Deckel, zunächst für 50 Minuten. Dann nehmen wir den Deckel ab und backen es bis zur gewünschten Bräune, circa weitere 15 Minuten fertig. Wenn es so klingt,
ist das Brot fertig. Ihr müsst jetzt unbedingt dieses Brot auskühlen lassen. Ihr legt es dazu auf einen Rost und schneidet es auf keinen Fall vorher an. Ihr seht, richtig schön, es ist ganz saftig, hat eine ganz feste, knusprige Kruste. Schaut her. Lässt sich wunderschön auseinanderbrechen.